Hallo! Im letzten Video hatte ich bereits erwähnt, dass es zur Feier unseres 95-jährigen Jubiläums einen Gastvortrag von Boeing gab. Das war jedoch nicht der einzige Vortrag. Der Projektleiter der AKX, David, hat noch einen Vortrag zum Projektfortschritt gehalten, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Viel Spaß beim Anschauen! Ja, ich darf ein bisschen was zur AKX erzählen. Wahrscheinlich funktioniert das jetzt sogar? Jawohl. Und ich meine, man muss so Präsentationen schon irgendwie immer mit einem Video oder sowas anfangen. Deswegen habe ich da eins ziemlich von Anfang des Projekts mitgebracht. Vielleicht kennt es der eine oder andere schon. Aber ich finde, es trifft eigentlich ganz gut den Geist des ganzen Projekts, dass man nämlich immer möglichst früh mal anfängt, was zu bauen, es ausprobiert und dann eben weiterentwickelt. Nein! Ja, das war gewissermaßen der erste Flug im Projekt AKX. Das Modell, was da nicht so gut geflogen ist, würde ich jetzt noch nicht als AKX bezeichnen, aber als allerersten Vorläufer. Und wie man aus so einer Idee dann was macht, was man auch wirklich sich traut, als manntragendes Flugzeug zu bauen, da möchte ich ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht mal noch so am Anfang, warum bauen wir eigentlich überhaupt Segelflugzeuge? Weil das, ich meine, klar, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir seit 95 Jahren, da müssen wir jetzt auch weitermachen. Aber das hat schon auch ein paar bessere Gründe. Das eine ist, dass es für Flugzeuge eben eine sehr geringe Komplexität hat, vergleichsweise. Es ist natürlich immer noch eine ziemlich komplexe Maschine. Gleichermaßen ist die Zulassung noch verhältnismäßig wenig Papierkram. Und sie sind in Betrieb und Unterhalt eben so kostengünstig, dass man das als Gruppe von Studierenden irgendwie gestemmt bekommt. Gleichermaßen ist es aber auch ein sehr interessantes Thema, weil die Aerodynamik wirklich effizientere Aerodynamik findet man wahrscheinlich nirgendwo, weil alle anderen Arten von Flugzeugen irgendwie auch noch mehr auf Gewicht gucken müssen. Diese hohen Anforderungen an die Aerodynamik gehen auch über in hohe Anforderungen dann an die Geometrie der Bauteile und auch eben an den Leichtbau, weil so ein schlanker Flügel natürlich schon auch halten sollte. Um mal alle abzuholen, auch die Nicht-Segelfliegenden hier, was wollen wir jetzt eigentlich daran optimieren an so einem Flugzeug? Im Prinzip wollen wir beim Streckefliegen in Luftmassen steigen, die schneller aufsteigen, als das Flugzeug sinkt und dann möglichst weit geradeaus fliegen mit der Höhe, die wir gerade gewonnen haben. Wir nutzen also die potenzielle Energie zur Fortbewegung und da geht es quasi bei der Effizienz darum, aus einer gegebenen Höhe möglichst weit zu kommen. Moderne Flugzeuge schaffen aus einem Kilometer Höhe so 40 bis 60 Kilometer unter optimalen Bedingungen. Und wie verbessert man das jetzt? Wenn wir uns aktuelle Flugzeuge angucken, die so auf dem Markt sind, dann ist da schon sehr viel sehr ausgereizt. Alles, was irgendwie in der Strömung hängt und nicht Auftrieb produziert oder als Struktur einfach notwendig ist, ist irgendwie verkleidet oder ist im Fall vom Fahrwerk zum Beispiel einziehbar. Was macht man denn da jetzt noch? Naja, da haben wir uns im Prinzip gedacht, man guckt sich die Fläche einfach mal an, die Oberfläche vom Flugzeug und kann das mal so ein bisschen kategorisieren. Wir haben jetzt hier in Grün alles, was irgendwie Auftrieb erzeugt und das Flugzeug am Fliegen hält. Blau brauchen wir, weil wir wollen da ja irgendwie drin sitzen und wir haben auch noch so ein paar Systeme, die man in so einem Rumpf halt unterbringen muss. Und dann müssen wir aber auch noch steuern und dafür haben wir halt das Leitwerk in Gelb. Das trägt aber jetzt gar nicht mehr unbedingt zum Auftrieb bei, erzeugt aber natürlich trotzdem Luftwiderstand. Und ganz, ganz schlimm, rot, jetzt diese Rumpfröhre, naja, irgendwie muss man das Leitwerk ans Flugzeug anbringen, aber optimal ist das natürlich nicht, das ist einfach sehr viel Oberfläche. Und Leitwerk und die Anbindung, im Prinzip weitere umspülte Strukturteile, sind so in der Größenordnung 10% vom Gesamtwiderstand, also gar nicht mal so vernachlässigbar. Wenn man das alles wegbekommen würde, wäre natürlich ein riesiger Sprung. Also schneiden wir es einfach mal ab. Jetzt haben wir nur so ein bisschen das Problem, dass das wahrscheinlich eher schlecht fliegen wird, wahrscheinlich sogar noch schlechter als das Modell im ersten Video. Deswegen muss man sich dann halt wirklich was überlegen. Und das Grundkonzept an der AKX ist, wir biegen einfach mal die Flächen nach hinten. Dann haben wir nämlich Flügelfläche vor dem Schwerpunkt und hinter dem Schwerpunkt.
und vielleicht kriegen wir das ja so in den Griff, weil dann, ich habe es mal in gelb gestrichelt angedeutet, haben wir ja so ein bisschen einen Teil vom Flügel, der so funktioniert wie ein Leitwerk. Und dadurch haben wir eigentlich außer dem Rumpf nur auftriebserzeugende Flächen. Das geht natürlich jetzt nicht ganz so einfach und die Probleme und Herausforderungen, die sich daraus ergeben, darüber möchte ich ein paar drauf eingehen, die wir so in den letzten Jahren im Prinzip schon seit Projektbeginn, aber auch aus den letzten 5 Jahren im Prinzip hatten. Das eine ist bei dem Thema Flugmechanik, dann ist die Struktur doch auch interessant. Und das Ganze muss man auch noch irgendwie konstruieren und das wird erstaunlich kompliziert. Ja, um mal mit der Flugmechanik anzufangen. Wie steuern wir jetzt dieses modifizierte Flugzeug? Wir brauchen irgendwie ein Seitenruder. Das ist normalerweise, sinnvollerweise möglichst weit weg vom Schwerpunkt, dass es einen guten Hebelarm hat. Also machen wir das doch irgendwie auch. Nach hinten sollte es vielleicht auch noch. Also machen wir unsere Winglets einfach extrem groß, wie man hier bei den Modellen vielleicht schon sehen kann. Unser AKX-Winglet, was man unten dran hat, ist leider nicht ganz so groß wie das von der 737, aber es geht sehr, sehr stark in die Richtung. Das aber bei deutlich weniger Spannweite natürlich. Und dadurch haben wir 2 Seitenruder, was auch schon mal gar nicht so falsch ist. Dann müssen die nämlich weniger weit ausschlagen. Die sind dann natürlich auch deutlich hinterm Schwerpunkt. Nicht ganz so weit wie beim normalen Flugzeug, aber zumindest mal ausreichend. Querruder. Irgendwie muss man ja um die Längsachse steuern. Das ist eigentlich fast schon trivial, wie man an der Uni gerne sagt. Wir machen jetzt einfach an die komplette Flügelhinterkante einfach Klappen dran und mit denen kann man halt Querruder spielen. Das Problem ist natürlich jetzt dann eher das Höhenruder. Und das hat normalerweise auch einen ordentlichen Abstand zum Schwerpunkt. Ich habe die Achse durch den Schwerpunkt mal eingezeichnet. Das ist beim normalen Flugzeug deutlich mehr, als wir irgendwie schaffen können, außer wir pfeilen die Flügel so weit nach hinten, dass es fast schon nicht mehr an ein Flugzeug erinnert. Da kommt jetzt aber die Länge der Klappen wieder zum Vorteil. Wir haben die nämlich dreigeteilt und die innerste ist dadurch vor dem Schwerpunkt und die äußerste dahinter. Das heißt, wir können jetzt die äußere, also hintere Klappe als sozusagen Höhenruderersatz nutzen und wir können die innere Klappe entgegengesetzt ausschlagen, um das nochmal zu unterstützen und damit insgesamt ein effizienteres Höhenruder zu haben, als wir das nur mit einer Klappe hätten. Insgesamt kommen wir dann darauf, dass wir 3 Klappen haben, die machen Höhenruder, die machen Querruder und was ich jetzt nicht erwähnt habe zur Verbesserung der Leistung im Schnellflug, dadurch, dass man das Profil dann anpassen kann, auch noch eine Wölbklappe. Das Ganze könnte man dann Flappellevon nennen. Wenn man das googelt, findet man fast keine Treffer, aber einer davon ist von der NASA, deswegen mache ich das gerne mal so. Ja, also steuern können wir jetzt wahrscheinlich. Leider gibt es dann noch ein weiteres Problemchen und das ist die Stabilität. Da gibt es bei normalen Segelflugzeugen eigentlich ganz gute Erfahrungswerte und so ein bisschen sowas wie Faustformeln. Damit kann man, ohne groß jetzt Forschung zu betreiben, eigentlich ein Flugzeug auslegen, was ganz vernünftig fliegt. Und ja, wenn nicht, dann ändert man halt den Leitwerkshebelarm oder vergrößert irgendwelche Ruder. Das ist eigentlich nicht so besonders kompliziert. Wenn jetzt aber das ganze Leitwerk im Flügel ist und der ganze Flügel auch irgendwie als Leitwerk funktioniert, dann wird es kompliziert und jede klitzekleine Änderung an irgendwas ändert eigentlich alles am Verhalten des Flugzeugs. Und dann passieren zum Beispiel solche Sachen. Das ist jetzt ein Vorläufer dieses 4-Meter-Modells, was noch ohne Rumpf geflogen wurde und offensichtlich nicht so besonders gut. Das ist so ein Taumelsturz. Und danach wurden erstmal die Winglets ordentlich modifiziert. Und ich glaube, am Außenflügel wurde auch noch was gemacht. Und das sind eben solche Probleme, die man bei normalen Flugzeugen mit den Faustformeln jetzt nicht unbedingt kennt. Warum machen wir das überhaupt mit Modellen? Warum simulieren wir das nicht ganz einfach? Simulieren ist leider nicht ganz so einfach, weil vor allem um so Sachen wie Strömungsabriss, die jetzt bei solchen Sachen eine Rolle spielen, wirklich genau zu simulieren, muss man extrem viel Aufwand betreiben und selbst dann sollte man es vielleicht dann nochmal irgendwie validieren. Deswegen haben wir uns gedacht, wir können auch einfach gleich ein Modell bauen, so
ultra viel Aufwand ist das nicht und man lernt dabei sogar halt schon, wie man mit Faserverbund irgendwelche aerodynamischen Flächen baut. Und das wurde dann immer weiter auf die Spitze getrieben. Man hat es gesehen, im allerersten Video war das Modell noch aus Balsa und dann haben wir jetzt das 1:2 Modell, das ist schon gebaut wie ein Segelflugzeug, ist dementsprechend auch ziemlich schwer, wiegt um die 50 Kilo bis 60 Kilo, je nachdem, wie man es ballastiert. Das hat zum einen den Grund, dass man dabei schon mal üben kann, wie man so ein Flugzeug baut, weil die Mitglieder natürlich so schnell durchwechseln, dass kaum einer die Erfahrungen vom vorherigen Projekt behalten kann, weil er einfach gar nicht so lange da ist. Zum anderen hat das den großen Vorteil, dass die Masseverteilung über das Flugzeug auch schon relativ ähnlich ist zu dem manntragenden Entwurf und dadurch verhält sich das Flugzeug, wenn man es entsprechend skaliert, schon mal relativ ähnlich. Deswegen ist das auch so groß, dass das möglichst nah irgendwie an die Flugeigenschaften vom manntragenden Flugzeug rankommt, ohne jetzt gleich den großen Aufwand zu haben, das in 15 Meter Spannweite zu bauen. Wie kriegt man dann sowas in die Luft? Am Anfang einfach mit einem Schlepp mit einem Modellflugzeug, aber dadurch, dass das so schwer ist, sind da immer die Schleppmodelle irgendwann verreckt. Deswegen haben wir uns 2021 gedacht, okay, wir hängen das einfach an ein Ultraleichtflugzeug, die Geschwindigkeiten passen ungefähr. Der bürokratische Aufwand, das genehmigt zu bekommen, war dann schon eher größer. Es hat sich aber im Betrieb gelohnt, weil es wirklich sehr, sehr angenehm für alle Beteiligten war. Der Schlepppilot merkt das quasi gar nicht, was da an 60 Kilo hinter ihm dranhängt. Die Kommunikation kriegt man eigentlich relativ einfach hin, indem man einfach neben dem Modellpiloten am Boden jemand mit Funkgerät hinstellt. Und dann kommt man eben sehr schnell und effizient auf die Höhe, die man für die Flugerprobung braucht. Mit dem 1:2 Modell, das ist nämlich aerodynamisch schon sehr, sehr ähnlich wie der finale Flieger, haben wir hauptsächlich so die kritischen Sachen erprobt, die man auf jeden Fall, wo man so mal grob wissen will, wie sich das Flugzeug denn eigentlich verhält, bevor man dann Menschen reinsetzt. Und das ist allen voran eigentlich Langsamflug, darauf folgend Strömungsabriss und was man eigentlich nicht haben möchte, wo man aber irgendwie auch wieder rauskommen muss, Trudeln. Das ist jetzt ein Video davon, von so einem Trudelversuch. Die Kamera ist jetzt so eine 360-Grad-Kamera, die sitzt ziemlich genau da, wo auch der Kopf vom Pilot sitzt. Und wir gucken so schräg auf den rechten Flügel raus, ist ein bisschen Weitwinkel, deswegen sieht es nicht so schräg aus, wie es eigentlich ist. Und genau, hier wurde jetzt gerade ausgeklinkt, wird immer langsamer geflogen, das Höhenruder wird gezogen und wir haben schon eine relativ weit hinten liegende Schwerpunktlage und nachdem jetzt vollgezogen ist und das Flugzeug so ein paar Mal auf und ab nickt, landen wir eben in diesem spiralförmigen nach unten stürzen. Und jetzt wird begonnen, das auszuleiten. Das ist eben ganz wichtig, dass das klappt. Und genau, das haben wir bestimmt über 100 Mal gemacht mit verschiedenen Schwerpunktlagen, mit verschiedenen Wölbklappenstellungen, um eben einfach sicher zu gehen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie verhält sich das, wie weit kann man mit dem Schwerpunkt nach hinten gehen, bevor es zu eklig wird. Und auch natürlich, um zu sehen, wie verhält sich das Flugzeug bei verschiedenen Schwerpunktlagen bei Start und Landung. Und an sich, als Zusammenfassung kann man eigentlich sagen, es fliegt erstaunlich ähnlich wie ein großes Flugzeug. Wenn man es in großer Höhe sieht, kann man es eigentlich nicht davon unterscheiden. Und alles, was wir bisher so gesehen haben, bestätigt eigentlich den Entwurf, der dann auch eben jetzt beim manntragenden Prototypen gebaut wird. Das waren im Prinzip mal Aspekte der Flugeigenschaften. Es gibt natürlich dann noch wesentlich mehr, aber ich glaube, damit könnte man wahrscheinlich schon 2 Abende füllen. Wir kommen einfach mal weiter zur Struktur. Und da ist für Segelflugzeuge allgemein immer so ein Problem das Flattern. Weil wenn man jetzt so einen langen, sehr schlanken Flügel hat, dann ist der irgendwie auch weich, dann kann der irgendwie schwingen. Und wenn da jetzt noch Ruder dran sind, die eben bei gewissen Geschwindigkeiten auch anfangen können zu schwingen oder das Flugzeug flugmechanisch schwingen kann, zum Beispiel eben um die Querachse, dann kann sich das gegenseitig aufschaukeln und das sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist ein relativ altes Video von einem der seltenen Fälle, wo so ein Flatterfall mal stabil ist und hauptsächlich sehr unangenehm aussieht und sich wahrscheinlich auch unangenehm anfühlt. Bei den Flatterfällen, die wir potenziell hätten, geht ziemlich sicher innerhalb von
Sekundenbruchteilen eigentlich das ganze Flugzeug kaputt, weil das eben sich so schnell aufschwingt, dass es die Struktur völlig zerstört. Und dieses Flattern begrenzt üblicherweise die Höchstgeschwindigkeit von Segelflugzeugen, dadurch, dass die aerodynamische Anregung quasi erst bei höheren Geschwindigkeiten zum Problem wird, während die Struktureigenschwingungen gleich bleiben oder ähnlich bleiben. Und wenn man da jetzt ein Flugzeug bauen will, was ähnlich schnell fliegt wie normale Segelflugzeuge, dann muss man sich damit schon ordentlich auseinandersetzen, weil hier ist mal eine Animation von einem der kritischen Flatterfälle, den wir bei der AKX voraussichtlich beachten müssen. Das ist nämlich einmal die Biegeschwingung des Flügels und die koppelt dadurch, dass die Flügel ja nach hinten gepfeilt sind, koppelt die mit einer flugmechanischen Nickschwingung. Wäre wahrscheinlich sehr unangenehm, wenn man drin sitzt. Deswegen simuliert man das und fliegt eben nicht so schnell, dass das zum Problem wird. Weil das Problem an diesem Flatterfall ist, den es bei normalen Flugzeugen eher weniger gibt, ist, dass es schon bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten auftritt. Aber wir wollen ja auch Wettbewerbe fliegen, da fliegt man schnell. Deswegen muss man das natürlich irgendwie vermeiden. Und so eine Rechnung ist schon wieder so ein Problemfall, wo man eigentlich nicht nur einfach simulieren kann, weil die Struktur exakt zu modellieren extrem schwierig ist. Deswegen macht man dann einen Standschwingversuch, wo man alles aufhängt und dann eben die Eigenschwingungen, die Eigenfrequenzen der Struktur eben rausfindet durch gezielte Anregungen. Und damit kann man dieses Rechenmodell dann kalibrieren und dadurch wird es dann etwas genauer. Und weil das bei der RKX so ein großes Thema ist, haben wir das eben schon mit dem 1:2-Modell gemacht. Hier ist noch ein anderer Rumpf verwendet, der aber eben relativ wenig Einfluss hat. Und damit wurde eben schon mal in der Vorauslegung geguckt, was muss man eigentlich machen, um diese Geschwindigkeiten eben möglichst hoch zu kriegen. Und was muss man machen? Man muss das Flugzeug extrem steif bauen. In dem Bild sieht man jetzt den noch nicht ganz fertigen rechten Flügel. Der liegt da noch in seiner Form. Und alles, was da in der Mitte irgendwie schwarz ist, das ist der Holm bzw. die Gurte vom Holm, also der hauptsächliche Biegeträger, der da die ganze Biegung eigentlich aufnimmt. Und das ist unüblich, dass der so breit ist bei einem Flugzeug mit 15 Meter Spannweite. Also üblicherweise hat man dieses Volumen eher bei doppelter Spannweite. Aber wir müssen eben extrem steif bauen. Zweiter Punkt, weil man will ja jetzt auch nicht extrem viel Material da reinschmeißen, sind steifere Fasern. Das ist im Segelflugzeugbau noch relativ unüblich, dass man da von den Standard 0815 Kohlefasern irgendwie weggeht und sich was Besseres sucht, weil die einfach zum einen die Materialdaten wenig existieren, zum anderen die Verarbeitungsverfahren halt auch nicht unbedingt passen. Deswegen haben wir da selber Versuche durchgeführt, um eben Materialdaten für verschiedene Fasern rauszufinden und uns dann eben für eine zu entscheiden, die sowohl steif genug als auch fest genug ist, als auch, sehr wichtiger Punkt, die manuelle Verarbeitung eben auch überlebt. Und wie man so einen Holmgurt baut, das sieht dann ungefähr so aus. Wir haben hier eine Roving-Ziehmaschine. Wir ziehen also die Kohlefasern durch ein Harzbad, ziehen die zu einem sehr langen Strang aus und legen die dann in der Form ab. Und dadurch, dass unser Holm gekrümmt ist, braucht man dafür sehr viele Leute, weil wenn man die einfach so durchhängen lässt, dann knicken die Fasern und gehen kaputt. Dementsprechend hatten wir da insgesamt, ich glaube, 8 Aktionen mit jeweils gut 10 Leuten für ungefähr 10 Stunden. Das macht man natürlich auch nicht mal eben. Die Fasern sind dazu auch noch, dadurch, dass es eben Hochmodulfasern sind, entsprechend auch schwer zu bekommen. Sprich, die Holme haben uns doch eine ganze Weile beschäftigt. Steifigkeit ist das eine Thema. Das andere Thema ist schon auch noch Festigkeit, weil insbesondere am Außenflügel, an den Winglets, wollen wir natürlich möglichst leicht bauen. Hat auch wieder hauptsächlich den Grund des Flatterns, dass da eben möglichst spät erst die Frequenzen zum Problem werden. Und bei den Winglets gibt es dann noch eine Besonderheit, die haben so einen scharfen Knick. Und das ist gar nicht so gut, wenn man da oben eine große Fläche dran hat, wo richtig ordentlich Lasten drauf kommen können, weil dann sich nämlich das folgende Problem ergibt. Also das simuliert jetzt mal den Knick, Blickrichtung von vorne da drauf. Schwarz eingezeichnet sind die Holmgurte, die quasi die Zug- und Druckkräfte übernehmen als Biegung. Und dann haben wir das Problem, dass wenn man jetzt hier nach außen biegt, also sprich oben diese rote
Kraft nach links hat, dass sich die Gurte dann ablösen wollen von ihrem Steg. Und die Verklebung allein ist zu schwach, um das zu verhindern. Deswegen haben wir dann ein spezielleres Verfahren und wickeln dann nochmal, sobald das Teil fertig ist, nochmal Rovings um den Knick rum. Wir haben dafür extra Schlitze ausgespart im Bauteil. Die Aussparung davon sieht man auch noch unten bei dem Winglet, was da hängt. Da sind noch die Inserts drin. Dieser Schritt steht also noch aus. Und am Ende wird die Schale dann wieder mit Deckeln verschlossen. Und wenn man solche Sachen macht und auch allgemein so große Bauteile hat, dann sollte man vielleicht auch nochmal einen Versuch machen, um sich sicher zu sein, dass das hält. Das hilft auch extrem bei der Zulassung, weil man dann wirklich nachweisen kann, dass man mit realistischen Ergebnissen hat. Das ist jetzt ein Video vom Wiggle-Versuch, den wir vor, ich glaube, 2 Jahren gemacht haben. Ist schon jetzt eine relativ hohe Last, ungefähr 1800 Newton mal 2,2, glaube ich. Also Lastfall 1800 Newton. Wir haben eben die Sicherheit von 2,2 gehalten, bis das Bauteil eben dann versagt hat. So einen Versuch haben wir natürlich auch schon mit dem Flügel gemacht. Das dient nämlich dann alles der Zulassung, weil wir schlussendlich die gleichen Bauvorschriften erfüllen müssen, die auch Serienflugzeuge erfüllen. Und da macht man dann ziemlich viel Papier schwarz. Da will ich jetzt vielleicht gar nicht so genau drauf eingehen, weil das ist doch eher weniger spannend. Ist aber natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ja, also im Prinzip haben wir ja jetzt unsere Struktur. Wir wissen, wie das Flugzeug aussieht. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch bauen und dann haben wir so einen Flügel, dann bauen wir da die Steuerung ein. Ist ja eigentlich alles ganz einfach. Ach so, wir haben ja nicht nur 2, 3 Steuerungsflächen im Flügel, wir haben 5. Irgendwie müssen wir diese Signale da reinkriegen, weil unser Holm ist ja auch ganz schön massiv. Ja gut, dann muss man sich eben was einfallen lassen. Von diesen 5 Steuerstangen passen 3 hinter den Holm. Die anderen 2 haben wir halt davor durchgeführt. Und wie es bei Hochleistungssegelflugzeugen üblich ist, wollen wir aber auch noch Ballastwasser mitnehmen. Und deswegen gehen diese beiden vorderen Stangen durch den Wassertank. Also muss man die noch abdichten und dann muss man sie irgendwann durch den Holm führen. Das sieht man dann hier. Da kommen quasi auf dem oberen Bild, sieht man die Rohre, in denen die Stangen im Wassertank geführt werden. Dann gehen sie durch den Holm durch und auf der Hinterseite wieder weiter an der Stelle, wo genug Platz ist. Das kann man sich auch unten noch mal genauer angucken. Da haben wir Plakate auf dem Flügel, wo man das ein bisschen besser sieht. Und gut, innen am Flügel muss man auch noch was machen, weil die klassischen Ruderanschlüsse, die beim Zusammenstecken an den Rumpf die Verbindung der Steuerung herstellen, funktionieren auch nicht, ist zu wenig Platz. Deswegen haben wir da auch noch eigene Anschlüsse entwickelt, die eben dann in Zugdruckrichtung der Stange die Bewegung übertragen und automatisch verriegeln und von Ferne quasi per Hand wieder entriegelt werden können beim Abrüsten. Genau, so. Das Thema Bauraum ist jetzt leider nicht nur auf den Flügel beschränkt. Hier sieht man mal so eine Schnittdarstellung vom Rumpf. Der ist natürlich auch ziemlich vollgepackt. Klar, der soll auch so klein sein wie möglich. Auch ein spannendes Thema, da bin ich strukturell jetzt gar nicht drauf eingegangen. Ist natürlich auch mittels FEM optimiert, die ganze Struktur, dass das Ganze auch wirklich hält und entsprechend leicht ist. Aber innen drin ist natürlich auch sehr viel los. Und zum Beispiel ist da unser Bugfahrwerk zu nennen. Das ist natürlich auch einziehbar, wieder um Widerstand zu sparen, hat aber eben gar nicht so viel Platz da vorne. Ich habe es mal ausgemessen bei unserem 1:2 Modell, wo wir nicht da irgendwie noch einen Piloten reinkriegen müssen, hat das von der Länge her genau die gleichen, also der Fahrwerkskasten hat von der Länge in Flugrichtung her die gleichen Maße wie beim 1:1 Prototyp, nur eben Faktor 2 skaliert. Deswegen, ja, schwierige Sache, weil das Bugfahrwerk natürlich auch relativ hoch belastet ist. Man muss es sich nur vorstellen, wenn man ein bisschen blöd landet und irgendwie leicht schiebend auf dem vorderen Fahrwerk aufsetzt oder eben, wie es üblich ist, bei einer Außenlandung in einem Acker dann doch sehr hohe Kräfte eben wirken. Deswegen haben wir dieses Bauteil, also die Gabel, die das Bugfahrwerk hält, Topologie optimiert, um eben diesen beschränkten Bauraum, den man auf der linken Seite sieht, möglichst effizient auszunutzen. In der Mitte sieht man dann so das, was zumindest mal die frühe Version quasi dann ausgespuckt hat, also wo das Material sein muss, damit das möglichst optimal genutzt wird. Rechts sieht man dann eine konventionelle FEM-Rechnung von dem, was aus dieser Version geworden ist. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz die aktuelle Gabel, aber man kriegt mal eine Idee von dem Prozess. Und
getestet wird das Ganze dann, indem man es 3D druckt, weil diese Version natürlich auch nicht direkt in den Rumpf reingepasst hat, weil man natürlich durch Fertigungstoleranzen dann doch ein bisschen anderen Bauraum hat als im CAD. So wird aber eben iterativ dann die leichteste und ausreichend feste Lösung quasi erschlossen. Außerdem sind dann die beiden Fahrwerke hydraulisch aktuiert. Klassischerweise macht man das auch mechanisch mit Schubstangen. Die Hydraulik hat aber eben den Vorteil, dass wir nicht verschiedene Stangen dann noch mehr durch das Cockpit eben bringen müssen und außerdem die Verriegelung ein bisschen besser funktioniert, als wenn man da 2 Verkniungen mechanisch realisieren müsste. Und ich war vorhin ja schon auf die Steuerflächen eingegangen. Irgendwie muss man die ja auch noch ansteuern. Und da wir Fly-by-Wire im Segelflug aktuell noch nicht hatten, die Stuttgarter Ackerflieger sind da gerade an was dran, aber selbst da ist es kompliziert. Und wir wollten da nicht noch so ein zweites Fass aufmachen. Nur Flügel allein ist ja schon mal ganz okay. Deswegen, also irgendwie muss man das jetzt mechanisch mischen. Wir wollen ja einen normalen Steuerknüppel haben, den jeder normale Pilot irgendwie bedienen kann. Und da ist das Herzstück der Mischer. Das ist jetzt mal hier quasi rausgeschnitten, die Baugruppe. Man hat da in schwarz den Steuerknüppel und auf der linken Seite den Hebel für die Wölbklappe. Also der Pilot guckt nach rechts. Und diese beiden Hebel muss man irgendwie auf die 3 Klappen an der Flügelhinterkante, auf die Flappellevons bringen. Das heißt, wir haben einen Input und wir haben da ungefähr den Output. Jetzt nochmal genauer dargestellt. Wir haben eben oben, da wo dieser Output-Pfeil ist, 3 Output-Platten, kreativer Name. Die werden dann eben über Steuerstangen, über diese Ruderanschlüsse mit dem Flügel verbunden und gehen eben auf die Klappen. Die vorderste geht auf die äußerste Klappe, die mittlere auf die mittlere und die hinterste auf die vordere. Und wie mischt man das Ganze dann? Weil die Magie muss ja schon noch irgendwo passieren. Das ist eben in dieser Konstruktion, was jetzt hier eine etwas frühere Version ist. Aber wir haben im Prinzip, also wir haben den Knüppel an so einer Schaukel aufgehängt und seitlich diese jeweils 3 runden Stangen, die man da sieht, nenne ich jetzt mal Mischerplatten. Die pendeln nämlich quasi um die mittlere Klappe, um die mittlere Outputplatte rum. Das heißt, wenn man jetzt zieht und drückt für das Höhenruder, dann bewegen sich die vordere und die hintere gegensätzlich, während die mittlere neutral bleibt. Und wenn man Querruder gibt, das sieht man jetzt, dann bewegen sich einfach beide Outputplatten nach oben und unten, jeweils entgegengesetzt, und damit bewegen sich alle Klappen auf jeder Seite in die gleiche Richtung und auf der anderen Seite in die entgegengesetzte Richtung. Der Fachbegriff dafür ist Höllenkinematik, hieß es auf Facebook, und das ist tatsächlich doch eher ein komplizierteres Konzept. Das Schöne ist, man kann es sich unten auch nochmal angucken. Ja. Ach so, ja, und die Wölbklappe, die haben wir ja auch noch. Die kommt da auch noch mit rein. Jetzt ist das Blickrichtung aus Sicht des Piloten quasi nach vorne guckend. In der Mitte ist der Steuerknüppel. Jetzt ist nur die rechte Seite dargestellt. Und diese Outputplatten sind nämlich natürlich nicht auf einer festen Welle gelagert, sondern auf einer beweglichen. Und diese bewegliche Welle kann ich jetzt zum Beispiel hier nach innen ziehen. Dadurch ziehe ich ja an allen bewege ich alle Outputplatten und die hinterste davon am stärksten. Und dadurch lässt sich diese Wölbklappe gestaffelt realisieren, dass die innerste Klappe eben am stärksten ausschlägt. Auf der anderen Seite passiert das quasi spiegelverkehrt. Ich habe nur leider keine Animation davon, weil nämlich in der Mitte diese Baugruppe, diese Spreizkinematik, die das realisiert, tatsächlich schon großteils gebaut ist. Das ist nämlich der nächste Punkt. Wie geht man sowas eigentlich am besten oder unserer Meinung nach am besten an? Und das ist eigentlich immer möglichst viel, möglichst schnell zu bauen. Rechts und links sieht man eben die Mischerplatten und die Outputplatten da dran. Genau, also ja, wie geht man das vielleicht an? Also man hat irgendwie so eine Idee, da diskutiert man ziemlich viel drüber und das Ziel eigentlich unserer, ich sag mal, Konstruktionsmethodik ist so ein bisschen, sich nicht an Details zu verkünsteln, weil man das dann doch sehr gerne mal macht, wenn man am CAD sitzt und irgendwie ganz viel auskonstruiert und dann merkt man ja, oh, die eine Stelle, das könnte noch viel besser werden, also fängt man irgendwelche Bauteile wieder an, die man schon ein Jahr lang ruhen hatte. Die Idee ist aber, möglichst schnell irgendwie einen Prototypen zu bauen. Am einfachsten geht das für uns eigentlich mit 3D-Druck.
weil ja, geht über Nacht, muss man eigentlich nicht viel für machen, nur ein bisschen Support ab und dann kann man es schon mal reinhalten und sieht, wo es überall anstößt, weil es Bauraum eigentlich meistens nicht direkt reinpasst. Und sobald das irgendwie funktioniert, man passt noch mal ein bisschen an, dann baut man das Teil möglichst schnell auch final. Und das ist also sozusagen so ein bisschen Just-in-Time-Engineering, dass man alle Teile, die man irgendwie konstruiert hat, sofort baut und dann mit den nächsten die letzten Details wirklich erst auskonstruiert, wenn man nichts mehr hat, was man bauen kann. Das ist natürlich ein bisschen freiheitsreduzierend bei der Konstruktion, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es den Bau eben so sehr beschleunigt und man muss eigentlich erstaunlich wenige Teile wirklich nochmal komplett abändern und neu bauen, dass es sich zeitmäßig eigentlich lohnt, vor allem weil die Motivation, ist ja auch wichtig, wir machen das in unserer Freizeit, einfach deutlich höher ist, wenn man relativ schnell das Teil, was man gerade konstruiert hat, in der Hand hält. Ja, damit wäre ich auch schon fast am Ende. Die Frage ist jetzt, das ist ja vorhin schon aufgekommen, wann haben wir jetzt eigentlich endlich Erstflug? Donnerstag, ich weiß noch nicht ganz welches Datum. Ja, was steht denn eigentlich noch an? Was fehlt denn noch? Ohne mich jetzt hier irgendwie auf Zeiten genau festzulegen, aber dass man das mal einschätzen kann. Also wir müssen noch ein paar Baugruppen fertig bauen. Das eine sind die Winglets. Das rechte Winglet ist jetzt schon fast fertig. Da muss man eben, wie gesagt, noch diese Wicklung machen. Offensichtlich ist es auch noch nicht lackiert. Die Haube sind wir gerade dabei, die zu bauen, was relativ aufwendig ist. Das ist wieder so ein Problem. Ein Serienhersteller hat irgendwie seinen Rumpf, den er seit 20 Jahren vielleicht nicht mehr geändert hat, weil er nämlich eigentlich schon gut genug ist und hat dafür auch seine Hauben. Der muss eigentlich da nicht viel umstellen. Ackerfliegs nehmen gerne auch mal an den Teilen, an denen sie nicht forschen, irgendwelche Serienbauteile, weil man dann einfach schneller vorankommt. Können wir leider nicht wirklich machen. Ruder fehlen auch noch. Also an sich, die Geometrie ist natürlich schon lange festgelegt. An der Bauweise optimieren wir aber gerade noch, weil man die tatsächlich auch möglichst leicht bauen muss. Das ist so einer der wenigen Fälle, wo es sich nicht lohnt, das erste Design, was funktioniert, zu bauen, weil man da eben noch potenziell viel rausholen kann, wenn man Gewicht spart. Die Steuerung ist schon mittlerweile ziemlich weit. Die Fahrwerke haben wir auch schon viele Einzelteile, aber es ist eben noch nicht alles komplett. Und die Elektrik sind wir tatsächlich, sage ich mal, eher noch so in der Konzeptionsphase, wobei das auch kein so Riesenthema ist. Also da müssen wir eigentlich sehr wenig Forschung mal reinstecken zur Abwechslung. Ist auch mal ganz angenehm. Ja, wenn man dann da so ein fertiges Flugzeug stehen hat, wo man sich eigentlich ja reinsetzen möchte, dann stellt man vielleicht fest, dass bei so einer komplizierten Steuerung man auch noch so 1 oder 2 Details einstellen müsste. Und dann kommt ja noch der Standschwingversuch, den hatte ich ja schon erwähnt vom 1:2 Modell, den machen wir auch nochmal mit dem großen Flieger, um eben dann eine Flatterrechnung zu machen, um uns wirklich sicher zu sein, dass das alles so funktioniert. Dann Versuche mit den Fahrwerken, Belastungsversuche, zum Beispiel für den Rumpf und wahrscheinlich noch ganz schön viele Punkte, die ich vergessen habe, die aber alle irgendwie noch gemacht werden müssen. Und dann kann man irgendwann wirklich anfangen, ein bisschen Bodenerprobung zu machen, dann sich ranzutasten mit Rollversuchen. Und wenn man sich dann sicher ist, dass es alles bestmöglich vorbereitet ist, dann kann man auch damit fliegen. Ach so, und Nachweise gibt es auch noch. Das ist so ein ganz schön wichtiges Thema eigentlich. Das muss im Prinzip parallel laufen und das läuft auch parallel zur Konstruktion der Baugruppen. Das ist aber ein Prozess, der wirklich ein bisschen die Flugerprobung begleitet, weil man natürlich, bevor man eine Einzelstückzulassung bekommt, auch nachweisen muss, dass man die errechneten Daten auch im Flug wirklich erfüllt. Ja, damit wäre ich eigentlich am Ende. Ich denke, wenn es Fragen gibt, ist es wahrscheinlich am geschicktesten, wenn wir das später so zum Beispiel beim Ausklingen des Abends oder jetzt beim Essen so frei klären. Hier sitzen, glaube ich, im Raum verteilt eigentlich genug Leute rum, die sich einigermaßen damit auskennen. Also einfach ansprechen und im Zweifel natürlich stehe ich auch gerne dann später noch für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Da ihr bei der Veranstaltung leider nicht dabei sein konntet, schreibt eure Fragen einfach unten in die Kommentare. Und im nächsten Video geht's dann mit den Winglets weiter. Also abonniert unseren Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.